Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und schaut mal diese richtig coole Treibholzbohle an hier. Ist sie nicht schön? Hat doch irgendwas, richtig coolen Charakter dieses Holz hier. Und daraus bauen wir uns was Cooles. Wir bauen uns heute eine kleine Sitzbank für so ein bisschen Industrial Style Holz, Industrial Style, so ein Mix ein bisschen drin. Und ich nehme euch einfach mit und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ja, viele von euch wissen, dass ich auch relativ viel mit Treibholz produziere und hier auch ein großes Treibholzlager habe. Und da kam mir auch diese Bohle hier unter, diese Treibholzbohle. Ihr könnt es gerne mal unten in die Kommentare schreiben, das wollte ich euch gerade fragen. Was haltet ihr so von Treibholz, vom Charakter her? Also ich persönlich finde, dass man Treibholz einfach nicht fälschen kann. Treibholz ist einfach von der Natur und vom Wasser und von der Sonne einfach so geformt und gebleicht. Das kann man eigentlich gar nicht so richtig künstlich herstellen. Und ich finde halt einfach so dieser Charakter von diesem Holz in einem modernen, ja, in einer modernen Wohnung, so ein bisschen Industriestyle vielleicht gemixt damit. Schaut doch mal richtig cool aus. Und daraus bauen wir uns heute einfach eine Bank. Das ist Treibholz werden als Sitzfläche und es kommen dann noch Stahlträger dazu, die werden dann noch schwarz lackiert und kommen als Füße unten dran. Warum baue ich diese Bank? Warum zeige ich euch das? Ganz einfach, ich habe einfach Bock drauf. Nee, ich habe einfach ein Projekt am Laufen. Das ist für eine Wohnung in Albanien, für ein Projekt, das ich gerade habe. Und dort wird eine Wohnung eingerichtet. Dort soll dieses Teil hier reinkommen, so ein bisschen im Holz-Industrial-Style so ein bisschen. Und ja, da will ich euch einfach mitnehmen, wie ich diese Bank hoffentlich nicht verunstalte und am Schluss dann was Vernünftiges rauskommt. Aber wir werden sehen, wie es am Schluss wird. Ich glaube, ich habe euch ja schon gefragt, wie ihr so Treibholz findet vom Charakter her. Also ich finde es irgendwie besser als irgendwelche Billigware aus China oder sonst irgendwas oder frisch gehobelt. Ich finde es irgendwie geiler, weil es einfach einen einmaligen Charakter hat, den man einfach nicht wirklich künstlich herstellen kann. Aber gut, es wird da Stahlfüße geben. Ich habe da Profile, Stahlprofile. Das sind diese hier und das sind 80 x 20. Lecker, lecker. Und dort werden dann die Füße in einem Dreieck werden die dann angebracht, geschweißt. Und ich habe mir das Ganze mal aufgezeichnet und das kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen, das Ganze aufzuzeichnen, weil dann hat man sich einfach, ja, da kann man sich einfach eine bessere Vorstellung machen davon, wie das Ganze ausschaut. Die Bohle hat 300 mm hat die eine Breite und ich habe jetzt hier, wie gesagt, diese Stahlprofile genommen. Und die werden dann hier an einem 75 Grad Winkel ist es, 75 Grad, hier auch und hier auch, werden die dann zusammengeschweißt. Und der Vorteil, ihr könnt es natürlich auch Rechner im Internet benutzen, um das Ganze auszurechnen. Aber ganz ehrlich, ich zeichne das einfach auf, dann habe ich schon mal eine Vorstellung, wie das Ganze ausschaut, kann es schon mal so ein bisschen hinhalten und sagen, gut, gefällt mir, nehme ich so. Und ja, jetzt müsst ihr einfach mal schauen, wenn ihr das Ding auch baut, müsst ihr schauen, wie breit eure Füße unten werden sollen. Die sollen auch 300 werden, also genau mit der Flucht von der Bank oder vom Holz und sollen hier einen 75 Grad Winkel haben und oben halt noch eine Stahlplatte, wo man das Ganze dann hier an die Füße, an das Brett anschrauben kann. Ja, und jetzt brauche ich eigentlich gar nichts mehr groß erklären. Genau, was ich noch erwähnen wollte, wenn ihr das Ganze auch schön aufzeichnet, dann später beim Sägen, dann habt ihr auch kein Problem, dass ihr aus Versehen vielleicht mal falsch sägt oder so oder einen falschen Winkel nehmt, sondern ihr habt dann genau die Richtung, die ihr wirklich vom Winkel her nehmen müsst, also wie ihr das Stahl einspannen müsst und dass ihr dann ja nicht aus Dummheit irgendwie doch falsch sägt und da könnt ihr es einfach hinhalten und sagen, okay, in diesem Winkel muss ich sägen. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ihr das Ganze aufzeichnet 1:1, dann braucht ihr am Schluss nichts mehr groß berechnen, genau, sondern ihr braucht bloß hier den Meterstab anlegen, ausmessen und die Stahlteile zusägen und schon ist es, ja, super hoffentlich, ohne was zu berechnen. Ihr müsst aber aufpassen, wenn ihr das Ganze mit der Bandsäge macht, ist klar, ich kann hier keine 75 Grad sägen, sondern ich muss 90 minus 15 ist 75 Grad rechnen, also muss ich hier bei der Bandsäge auf 15 Grad einstellen und dann habt ihr einen richtigen Winkel. Der Hocker soll
45 bis 47 cm hoch werden. Ist auch noch ein Vorteil, dann könnt ihr es genau hier rausmessen, um zu testen, wie hoch er dann am Schluss wird. Und ich brauche jetzt gar nichts mehr viel erklären. Ich werde das Ganze jetzt zusägen und dann werden wir schon ans Schweißen gehen. Fertig, gesägt, geschliffen, entgratet. So, jetzt habe ich das Ganze mal ausgelegt. Ihr seht es schon, ich habe hier auch zufälligerweise zwei Winkel mit 75 Grad. Und damit das Ganze jetzt auch hält und gleich ist, habe ich oben noch einen Holzklotz rein. Dieser Holzklotz soll als Abstand dienen, dass das auch absolut identisch ist mit dem anderen Fuß, den wir jetzt machen werden. Ja gut, jetzt werden wir das Ganze einfach mal zusammenpunkten. Zum Schweißen werde ich natürlich wieder meinen 185er von Weldinger nehmen. Und Leute, ich muss echt dazu sagen, ich bin sowas von top zufrieden mit diesem Gerät. Es ist so easy damit zu schweißen, es macht echt mega Spaß. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wer auch dieses Gerät hier als sein eigen nennen kann. Oder womit ihr vor allem schweißt. Wow, schaut's mal, das schaut ja schon mal geil aus. Was meint ihr? Super, mir gefällt's. Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Geschliffen ist es, die Schweißnähte sind doch ganz gut geworden. Und prima. So, jetzt würde ich sagen, dieses Brett hier, dieses Treibholzbrett ist ja scheps und krumm und was auch immer. Auf der Oberfläche ist es mir total wurscht, da hockt man mit seinem Hintern ein bisschen krumm oder sonst irgendwas. Das macht mir gar nichts aus. Das Problem ist nur hinten, denn ich habe ja hier eben, deshalb müssen wir es nochmal eine Runde abrichten. Gehobelt ist es, aber ich wollte natürlich jetzt nicht das ganze Brett hier weghobeln, weil sonst habe ich ja keine Sitzfläche mehr, sondern ja, es ist nicht hundertprozentig gerade, es war schon ganz schön gebogen, das Ding, es ist jetzt schon dünner geworden, deshalb, wie gesagt, lieber aufhören, das wird da halt dann ein bisschen wackeln, aber das ist auch kein Problem, denn wir werden nämlich höhenverstellbare Füße nämlich hinmachen, hier unten dran. Und Leute, ich werde euch natürlich auch diese Füße und alles andere unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Diese Füße gibt es auch fertig zu kaufen. Wenn ihr auf das Projekt Bock habt, aber kein Schweißgerät habt, könnt ihr euch fertig kaufen. Gut, wir werden das Ganze jetzt ja, hier Löcher bohren. Wenn ihr verzinkte Muttern nehmt und keine Schweißmuttern, bitte das Zink abmachen und ja, dann werden wir da mal loslegen. Danach wird geputzt, danach wird lackiert, schwarz, matt wird lackiert und dann können wir die Dinger schon da festschrauben. Aber legen wir jetzt einfach mal los mit den Füßen und dann mit dem Lackieren.
So, in der Zwischenzeit können wir noch was anderes machen. Und zwar werde ich das Treibholzbrett noch ein bisschen bearbeiten, dass da nichts Raues drauf ist. Und werde es noch nur ein bisschen anschleifen, Leute. Nicht komplett abschleifen, dann habt ihr nichts mehr von eurem schönen Treibholzbrett. Sondern schleift es einfach nur mal ein bisschen an, dass er hier so Spreisel oder so vielleicht noch rausschauen oder so. Und das werden wir jetzt mal schnell machen. Und dann werden wir es mit Bienenwachs noch einlassen. Also die Oberfläche ist jetzt schön weich und glatt. Das bringt was, das Schleifen. Also wie gesagt, nicht zu viel schleifen, Leute, weil sonst ist das ja, der Charakter ja weg. So, jetzt wird es mit Bienenwachs behandelt. Normalerweise nehme ich hier meine Heliacare-Produkte hier, das Holzöl und das Wachs. Aber ich möchte nicht, dass es zu fett anfeuert und dass es richtig dunkel wird, sondern ich werde jetzt flüssiges Bienenwachs verwenden. Und keine Angst, Leute, es ist dann am Schluss, wenn es abgetrocknet ist, es wird es am Anfang erstmal ein bisschen dunkler, dann trocknet es ab und dann könnt ihr leicht nochmal mit dem Schmirgelpapier ganz leicht drüber mit einem ganz feinen und dann ist es eine wirklich super Oberfläche und es bleibt auch nicht an den Klamotten, Leute. Also da keine Angst mit diesem Bienenwachs. Ich kann es euch auch nochmal unten verlinken und jetzt streichen wir das Ganze mal ein, dass das Holz einfach mal geschützt wird. Also nicht erschrecken, am Anfang wird es relativ dunkel. Jetzt ist es schon fast abgetrocknet und es ist richtig schön weich. Ich bin dann nochmal mit einem ganz feinen Schleifpapier ganz leicht drüber gegangen. Es ist das richtig schön glatt und es schaut doch mega aus. Was sagt ihr dazu? Also ich finde, der Charakter ist trotzdem noch erhalten. Naja, gut, aber ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt zur Hochzeit. Zur Hochzeit des Brettes und der Füße. Und ihr müsst die jetzt einfach nur hier schön ausrichten. Ich werde die festschrauben, mit ganz normalen Schrauben. Ihr könnt aber auch Eindrehgewinde verwenden und könnt es dann praktisch so festschrauben mit der metrischen Schraube. Könnt ihr genauso machen, aber mir reicht es so. Ich baller das einfach hier fest und gut ist. Richtet die Beine noch richtig aus. Natürlich ist es jetzt hier nicht ganz so einfach, weil das Ding natürlich Chefs und krumm ist. Das ist ganz klar. 71,6, 73,6, also passt. Und ballern wir sie fest. So, fertig ist er. Boah, der schaut so geil aus. Wie gefällt euch dieser Style hier? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Gefällt euch dieser Stuhl, Sitz, Bank, wie auch immer? Gefällt der euch so? Jetzt wackelt er leicht, aber wir haben ja mitgedacht und haben ja höhenverstellbare Füße reingeschraubt. Boah, top, top, top. Da kann alles uneben sein. Aber Leute, das ging halt einfach nicht, weil es doch ein bisschen verzogen ist, dieses Holz hier. Es ist leicht krumm, aber das ist doch überhaupt kein Problem. Das macht ja genau den Charakter aus. Aber leider ist es ja für ein Projekt im Ausland gedacht. Ich glaube, ich muss mir noch mal einbauen. Sowas aber auch. Hallo, hier oben. Jetzt hocke ich auf meiner Werkbank, auf meiner selbstgebauten Bank. Geil, oder? Ey, das Ding ist sowas von cool einfach nur. Also ich finde es mal ein richtig cooles, mega gelungenes Projekt. Mir gefällt die Bank sehr, sehr gut. Und warum nicht mal was selber machen und warum nicht ein bisschen upcyclen, anstatt bei diesen großen Möbelhäusern zu kaufen, wo man doch sehr viel Geld zahlt und es ist doch Billigware aus China. Also ich finde es echt mega. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal aus dem Allgäu. Servus!